Wenn du schon immer mal mit Flames of War oder Team Yankee beginnen wolltest oder dich dafür interessierst, dann bist du hier bei diesem Video genau richtig. Und damit Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Im heutigen Video will ich mal ein bisschen über den Einstieg in diese beiden Spielsysteme sprechen, dir so ein bisschen einen Überblick geben, was das überhaupt ist, um so für dich feststellen zu können, ob das etwas für dich sein könnte. Ich gehe mal davon aus, die meisten, die hier auf das Video klicken, werden die Spielsysteme schon kennen und sind einfach mal daran interessiert, sich einen Überblick zu verschaffen, um zu sehen, was man hier vielleicht dafür braucht, um in diese beiden Spielsysteme einzusteigen. Damit hätte ich auch ganz einfach gesagt, fangen wir mal an. Diese beiden Spielsysteme sind aktuell recht ähnlich. Grundsätzlich kann man sagen, Flames of War ist das ältere Spielsystem, angesiedelt im Zweiten Weltkriegssetting. Beides Spielsysteme im 15 mm Maßstab und eben aktuell in der 4. Edition. Im Gegensatz dazu, Team Yankee ist etwas fiktiver, etwas weiter in unserer jetzigen Zeit angesiedelt, so 1985, 1990 in diesem Bereich herum, mit einer alternativen Zeitlinie, aber auch gleich aufgebaut mit 15 mm Figuren und war diese aktuelle 2. Edition auch die Grundlage für die Regeln, die wir hier jetzt bei Flames of War haben. Also auch hier schon als ein Tipp von meiner Seite: Wenn ihr Leute zum Spielen sucht, Flames of War, erkundigt euch auch, welche Edition gespielt wird, denn es ist noch, soweit ich das auch mitbekomme, weit verbreitet, dass vor allem Spieler, die schon länger dabei sind, teilweise gar nicht auf die 4. Edition umgestiegen sind, sondern noch die 3. Edition spielen und die doch sehr anders funktioniert, auch meiner Ansicht nach wesentlich komplexer ist, und da ist es sehr, sehr schwierig gefühlt reinzukommen in das ganze Regelkonstrukt. Also hier auch vielleicht selbst informieren, denn soweit ich sagen kann, wie gesagt, 4. Edition ist die aktuelle und auch das, was man eigentlich auf Turnieren findet, wenn man sich dafür interessieren sollte. Ich habe es jetzt nicht wirklich so im Auge, daher weiß ich auch nicht, ob das Ganze auch für die 3. Edition existiert und auch hier Turniere konkret veranstaltet werden. Hier und da vermutlich bestimmt noch, aber könnt ihr ja auch gerne in die Kommentare schreiben, jetzt in deinem Fall, wenn du Flames of War schon spielst und dich gar nicht so sehr hier für den Einstieg interessierst, aber trotzdem auf das Video geklickt hast. Danke dafür. Oder schreib einfach mal hier als Antwort, als Kommentar, wie es denn ausschaut in der 3. Edition. Bevor ich hier jetzt weitermache, würde ich gerne noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen, und zwar hier eine Game Tracker App, die ich programmiert habe für Android aktuell. Man kann hier Spiele verwalten, ganz einfach. Eben, man sieht hier oben eine totale Spieleranzahl, die man gespielt hat insgesamt, und auf der anderen Seite, wie viele Spiele davon gewonnen wurden, wo man verloren hat, und wie viele unentschieden. Dann gibt es noch so einen kleinen Pokal, der zeigt an, ob man eben in Gewinner, Neutral oder eher im Verlierermodus aktuell unterwegs ist. Wechselt dementsprechend dann immer durch, berechnet auf Grundlage, wie viele Ergebnisse man in welcher der 3 Kategorien eben hat. Und hier im weiteren Verlauf herunten, das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Sachen, hier trägt man seine Spielsysteme ein. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt Infinity und 40k aktuell eingetragen, mal um zu testen. Man sieht hier dann auch, wie viele Spiele man in jedem dieser Systeme gespielt hat, kann auch das System wieder löschen. Würde man hier auf das Plus klicken, lässt sich ein neues Spiel eintragen, das man gerade gespielt hat, mit eben dem Ergebnis, ob man gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt hat, und einem Namen bzw. einem Titel. Der ist wichtig einfach für später, damit man dann auch in einer Weiterführung der App unterscheiden kann, die einzelnen Spielsysteme. Das habe ich schon eingebaut, soll aber in Zukunft dann eben noch erweitert werden. Und man hat dann noch eine kleine Chart hier aktuell, die einem dann eben anzeigt,
wie die aktuelle Verteilung der einzelnen Spielsysteme ausschaut auf die gesamten Spiele, die man gespielt hat. Und wieso ich euch das hier jetzt zeige, ist ganz einfach, ich habe diese App programmiert im Zuge einer Projektarbeit, deswegen auch eine sehr kleine App aktuell noch, an der ich aber weiterarbeiten möchte und weiterarbeiten werde. Und dafür suche ich jetzt aber Tester, einerseits um sowohl Android, das System zu testen, weil da gibt es doch sehr viele Endgeräte, verschiedene, sehr viele Versionen, wo sehr viele Unterschiede dann einfach entstehen. Dadurch können sich Fehler ergeben oder Sachen, die man nicht gleich im Auge hat. Und das möchte ich ganz einfach ein bisschen herausfinden. Daher suche ich Tester für Android. Wenn du eben dich dafür interessierst, schreib mir bitte gerne an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung mit dem Inhalt, dass du an den Tests gerne teilnehmen möchtest und dazu bitte deine E-Mail-Adresse, mit der du angemeldet bist im Google Play Store, weil damit kann ich dich dann der Testerliste hinzufügen und dich dann informieren, wenn du bereit bist, am Test teilzunehmen. Danke für jeden, der sich die Zeit nimmt, das hier auch anzuschauen und an diesen Tests teilzunehmen. Okay, dann machen wir mal grundsätzlich weiter mit dem, was braucht ihr eigentlich oder was brauchst du eigentlich für Flames of War. Ich habe es hier schon in der Hand gehabt, natürlich das Regelbuch. Ich habe es hier im A5-Format, auch für Team Yankee, haben wir schon gesehen, gibt es das gleiche Format. Diese Regelbücher reichen komplett aus, diese kleinen, denn es gibt hier auch große Hardcover-Bücher in beiden Spielsystemen, die sind aber 1:1 identisch mit diesem hier, sind schön fürs Regal, aber werden nicht wirklich benötigt. Ich habe es mir auch gekauft für Flames of War damals, das steht aber eigentlich wirklich nur im Regal. Wenn ich was nachschauen möchte oder generell auch beim Spielen selbst, habe ich immer ein kleines zur Hand und man bekommt davon auch mehr als genug, denn sobald man sich eine 2-Spieler Starterbox kauft oder irgendeine Armeebox, ist immer so ein Regelbuch dabei im A5-Format. Das bekommst du also immer sofort mit, egal wie du mit welcher Armee, mit welcher Starterbox du beginnst. Du hast immer ein solches Buch dabei. Heißt natürlich auch, wenn du mehrere Armeen hast oder wenn du regelmäßig solche Armee-Deals kaufst, weil die eben ein wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, hast du mehr als genug von diesen Büchern, sodass du die großen A4-Bücher an und für sich nicht brauchst. Dann, wie schon gesagt, 15 mm Tabletop. Das Ganze wird gespielt mit 6-seitigen Würfeln. Auch die sollte meistens jeder haben, wenn er schon im Tabletop-Hobby ist. Also auch hier nichts Großartiges zu machen. Das gleiche mit Maßbändern. Auch hier kann man sich aussuchen, entweder in Zoll zu arbeiten oder in Zentimetern. Beides wird unterstützt von beiden Spielsystemen und ist auch auf den Profilen hier angegeben für die jeweiligen Einheiten. Ansonsten, wie natürlich schon gesagt, nach dem Regelbuch, Figuren sind natürlich notwendig. Hier gibt es mehr als genug Möglichkeiten. Ihr könnt hier vor allem sehr gut starten mit den Starter-Sets, egal ob 2-Spieler-Starter-Sets oder auch mit den Armee-Deals. Alles drinnen, was ihr braucht, teilweise sogar mit Würfel dabei und Tokens. Also auch hier ein bisschen schauen, sind sehr, sehr gute Einstiegsdeals. Die nächste Frage, die man sich natürlich jetzt stellen muss, wie komme ich jetzt aber zu meinen Armeeregeln? Und dafür gibt es hier diese Forces-Bücher. Ich habe hier jetzt einmal D-Day American. Diese sind eigentlich grundsätzlich immer so aufgebaut, dass Flames of War, in dem Fall jetzt Flames of War, eine gewisse Periode abbildet, zum Beispiel aufgeteilt in Early War, Mid War oder Late War, wobei Early aktuell noch nicht supported wird in der 4. Edition. Und da muss man sich natürlich entscheiden, weil je nachdem gibt es andere Bücher. Da auch macht es vielleicht Sinn, sich zu erkundigen in seinem Spieleverein, was dort schwerpunktmäßig gespielt wird. Ich zum Beispiel habe mit D-Day damals angefangen in der 3. Edition und habe mich eigentlich damals komplett nur in diesem Bereich bewegt und alles andere ignoriert. Und da macht es halt eben wenig Sinn, wenn du dir irgendwelche Mid-War-Bücher zum Beispiel kaufst für Nordafrika und dann in deinem Spieleclub, wo du das Spiel dann tatsächlich spielen wirst, nur D-Day gespielt wird. Also da sicher sinnvoll, sich im Vorfeld zu informieren bei dem jeweiligen Verein.
Im Endeffekt, diese Bücher könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie Codex-Bücher, Armeebücher von Warhammer Fantasy, Warhammer The Old World, Warhammer 40k, mit aber einem Unterschied oder zwei Unterschieden. Erster Unterschied habe ich schon gesagt, dass es immer auf einen gewissen Bereich fokussiert, in diesem Fall eben D-Day, macht dementsprechend Sinn, wenn ihr dieses Buch habt und damit spielt, dass ihr dann auch gegen Armeen spielt, die dann oder Armeelisten spielt, die mit dem D-Day German Buch erstellt wurden, wenn euer Gegner zum Beispiel Deutsche spielt. Das ist der erste Unterschied, und der zweite Unterschied ist die Lebensdauer. Denn eine Sache, die ihr hier definitiv nicht befürchten müsst bei Flames of War und auch Team Yankee, dass in 2-3 Jahren jedes Mal eine neue Edition rauskommt und alle Bücher ungültig werden. Zum Beispiel dieses Buch hier, D-Day American, ist aktuell für die 4. Edition erschienen, und zwar 2019. Und das Buch ist nach wie vor die aktuelle Version und kann auch dementsprechend ganz normal gespielt werden. Auch wenn es hier schon ein paar Erweiterungen natürlich gibt, aber ist noch immer gültig. Also auch hier, wenn ihr das Buch noch irgendwo sehen solltet, natürlich, wie gesagt, das aktuelle Buch, ihr werdet es noch überall finden, und auch hier drinnen steht 2019, das ist die aktuelle Version und wird auch in nächster Zeit wahrscheinlich gültig bleiben, solange wir diese Edition noch haben. Und das zeigt sich zum Beispiel auch im Allgemeinen mit dieser Edition, denn Flames of War 4. Edition, das Regelbuch ist auch 2019 erschienen, also diese beiden Dinge sind recht zeitnah erschienen. Das war auch so der Einstiegspunkt der 4. Edition damals, und wie gesagt, beide Bücher nach wie vor noch aktuell. Auch bezogen auf Team Yankee sieht das Ganze gleich aus. Wie gesagt, auch hier das kleine Regelbuch. Auch dieses ist 2019 erschienen in dieser aktuellen 2. Edition und ist nach wie vor noch immer aktuell. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass hier jetzt eine neue Edition in nächster Zeit kommen wird. Und auch die Bücher, die dazu erschienen sind, also diese Armeebücher, sind dementsprechend auch nach wie vor gültig. Man hat auch hier zum Beispiel die Amerikaner, die sind auch dann ungefähr in diesem Bereich erschienen, 2019. Das Buch ist nach wie vor aktuell. Man muss sich hier vielleicht noch überlegen vom Spielen her, denn es gibt da hier ein bisschen zwei Modi, könnte man sagen. Man hat einerseits diese Armeebücher, wo natürlich die Profilwerte drinnen stehen und auch die Punktewerte. Also das Ganze sieht dann so aus, damit ihr das mal gesehen habt, wie sowas aufgebaut ist, so ein Eintrag für eine Armee, für eine Auswahl. Und hier sind Punkte drinnen. Diese Punkte sind nach wie vor aktuell, sind gültig, sind auf den Karten aufgedruckt, wenn man sich diese kaufen sollte. Also für die Einheiten kann man ganz normal damit spielen, aber es gibt alternativ auch die dynamischen Punktwerte. Diese bekommt ihr in erster Linie dann über die Apps. Also auch hier noch als Information, es gibt eine Web-App für beide Spielsysteme. Dort könnt ihr euch eure Armeelisten zusammenbauen. Was hier ganz interessant und schön ist, ihr könnt die App erstmal kostenlos nutzen, könnt euch dort anmelden. Habt dann aber zwei Möglichkeiten. Bei den älteren Erscheinungen wie hier, diesen Büchern, müsst ihr dann die einzelnen Armeelisten kaufen. Die kosten aber jeweils $1 umgerechnet. Also das ist nicht viel Geld. Und wenn man am Anfang mal startet, hat man eine Starterarmee. Damit kann man vielleicht eine gewisse Armeeliste bauen, wenn man sich die kauft. Das kostet im Endeffekt nicht viel Geld. Und man kann einfach mit dem erweitern, was man vielleicht später dann noch spielen könnte oder sich aufbauen möchte. Und alles andere kann man ignorieren und ist ein bisschen Unterstützung für Battlefront. Bei den neueren Erscheinungen ist es jetzt so, dass diese Bücher einen Code enthalten, den man einlösen kann dann auf der App oder in der App, und dann bekommt man alle Armeelisten, die im jeweiligen Buch enthalten sind, kostenlos. Ich habe aktuell noch kein Buch, wo das der Fall war, aber eben das ist so die allgemeine Information, die ich hier so aktuell habe. Und ist natürlich auch ganz schön, wenn man sich natürlich dann eines der neueren Bücher kauft und dann alle Armeelisten sofort zur Verfügung hat. Auch hier schön. Und eben wie gesagt, in dieser App kann man Armeelisten zusammenbauen. Das geht sehr einfach, sehr strukturiert, sehr klar. Ich nutze das komplett für das Bauen meiner Armeelisten, wenn ich irgendeine Idee habe für irgendeine Armee, auch wenn ich die Armee selbst vielleicht gar nicht sammeln werde. Oder eben auch die Möglichkeit, dort
nicht nur diese Armeelisten zu erstellen und die Regeln auch zu sehen, sondern eben auch umzuschalten zwischen den regulären Punkten, die man auch hier in den Büchern findet, oder eben den dynamischen Punkten. Auch hier sollte man sich dann ein bisschen absprechen mit seinen Spielern oder mit dem Verein, wo man anfangen möchte, wie dort gespielt wird. Denn es ist dann schon ein bisschen ein Unterschied, wenn man selbst mit einer Armeeliste kommt, die hier aus dem Buch entstanden ist, und die anderen Leute spielen mit dynamischen Punkten. Denn es gibt diverse Armeelisteneinträge, die sind halt sehr teuer und wurden sehr häufig dann in diesen dynamischen Punkten runtergesetzt, damit man sie auch vernünftig spielen kann. Und da wäre es natürlich dann schade, wenn man hier einen Nachteil hat, weil man seine Liste eben hier aus diesen Armeelistenbüchern zusammengestellt hat. Also auch das definitiv etwas, was man im Auge behalten sollte. Ein Punkt, mit dem ich das Video heute auch abschließen möchte, sind die Compilation-Bücher, denn das ist etwas, das ihr heutzutage vor allem zum jetzigen Zeitpunkt bei Flames of War finden werdet. Diese Veröffentlichungen hier, das ist jetzt natürlich kein Compilation-Buch im eigentlichen Sinne, sondern das ist die neue Veröffentlichung für Pacific. Das geht aber ein bisschen in die Richtung Compilation-Buch, weil ihr hier alle Armeelisten drinnen habt. Im Gegensatz hier sind nur Armeelisten der Amerikaner enthalten für D-Day und alle anderen Erscheinungen sind eben andere Bücher, kosten um die 20 € jeweils, also ist leistbar. Aber es gibt auch eben diese Compilation-Bücher. Ich nenne auch das hier ein Compilation-Buch, weil hier ist einfach alles enthalten. Ihr habt hier Briten drinnen, ihr könnt Australier spielen, ihr könnt Japaner spielen, die eben hier auch am Titelbild oben sind. Ihr könnt Amerikaner spielen, also alles, was hier für Pacific so im Großen und Ganzen überblicksmäßig relevant ist. Falls euch zum Beispiel dieses Setting interessiert, ich wollte es auch hier nur zeigen, weil das die letzte Veröffentlichung ist und es diesen Schauplatz bei der 4. Edition von Flames of War jetzt da seit 2019 eigentlich nicht gegeben hat, erst jetzt neu dazugekommen ist. Also für den Fall, dass dich dieses Thema interessiert oder du eben in deinem Club, wo du beitreten möchtest, findest, dass eben hier Pacific gespielt wird. Also das ist die neueste quasi Erweiterung sozusagen. Und eben, wieso ich das erwähnen wollte, und ich werde da auch getrennt nochmal in einem eigenen Video drauf eingehen wollen, ist ganz einfach das, weil diese Compilation-Bücher, die es gibt, das Ganze zusammenfassen. Ich habe jetzt nochmal schnell geswitcht zu einem anderen Buch, weil ich euch das etwas genauer dann zeigen möchte, wie das Ganze gedacht ist. Also wie gesagt, es gibt hier diese einzelnen Bücher, für die zum Beispiel American, British, German, das sind alles einzelne Bücher. Und das gleiche gibt es zum Beispiel auch für Nordafrika. Da könnt ihr euch die einzelnen Bücher kaufen, aber da gibt es eben auch dieses Compilation-Buch mittlerweile. Das ist vor ein paar Jahren erschienen und anstelle euch hier die einzelnen Bücher zu kaufen, könnt ihr hier eben das Ganze in dieser Compilation-Variante kaufen. Und wie man hier schon sieht, ihr habt hier sehr viel Auswahl. Da sind Afrika-Korps drinnen, Avanti, also Italiener, Deutsche, Armored Fist sind Briten oder eben auch hier Amerikaner. Alles enthalten in einem einzigen Buch. Hier wurden einfach alle 4 Bücher für alle 4 Fraktionen, die man spielen kann in diesem Schauplatz, zusammengefasst in einem Buch. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, diese Inhalte hier sind die einzelnen Bücher plus nochmal hier und da die ein oder andere Ergänzung, macht aber die anderen Bücher nicht ungültig. Das heißt als Beispiel, ich interessiere mich für die Italiener, habe dort auch eine Armee, die ich aufbauen möchte in der Zukunft und man hat hier dann eben die Regeln dafür mit Avanti, kann sich das kaufen, kann die Italiener spielen, hat alles. Sollte man jetzt aber dieses Compilation-Buch nicht finden, aber in seinem Laden oder auch online bei einem Online-Händler das Avanti-Buch sehen, spricht nichts dagegen, sich das zu kaufen, weil es ist 1:1 im Regelfall der gleiche Inhalt und ich glaube zum Beispiel jetzt in diesem Fall bei den Italienern ist es tatsächlich 100% gleich. Da ist nichts weggekommen, nichts dazugekommen. Es ist einfach noch einmal das gleiche Buch, nur hier einmal als Teil einer Compilation und das andere ist eben das Buch für sich alleine. Kostenpunkt ein bisschen unterschiedlich. Das andere Avanti-Buch kostet, glaube ich, irgendwo bei die 16, 18 € und dieses Buch kostet irgendwo 45, 50 €, wo alles enthalten ist.
Und ich denke mir, das ist jetzt auch ein ganz guter Punkt hier aufzuhören mit dem Video. Du hast jetzt mal einen guten Überblick bekommen, was so Flames of War und Team Yankee ist. Wie gesagt, beide Spielsysteme sind grundsätzlich regeltechnisch ziemlich gleich. Es ist sogar so, dass eben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorhin schon gesagt habe, die zweite Edition von Team Yankee war auch die Grundlage für die vierte Edition von Flames of War. Bedeutet, wenn ihr das eine Spielsystem spielt und kennt, kennt ihr de facto auch das andere. Es gibt hier und da ein paar Unterschiede in den Profilen, wie diese aufgebaut sind, aber alles in allem ist das ein System, das genau gleich funktioniert. Die Würfelsysteme, die Zuteilung von Treffern, all das funktioniert an und für sich gleich. Was bei Team Yankee vielleicht noch interessant ist, ihr habt hier auch wesentlich mehr Zugriff auf Dinge wie Flieger, also auch wirklich Jets und Hubschrauber, Sachen, die es eben so nicht gibt. Es gibt natürlich den einen oder anderen Flieger bei Flames of War, auch hier als Observer, zum Beispiel für Artillerie, solche Dinge. Aber hier habt ihr wesentlich mehr Auswahl, auch für wirklich auch Angriffsjets. Falls euch so ein Thema interessiert, ist auch das etwas, das ihr hier in dieser Spielvariante finden könnt. Ansonsten, wie gesagt, ich werde hier und möchte in Zukunft weitermachen mit diesen beiden Spielsystemen ein bisschen, dass wir uns das anschauen. In einem weiteren Video in nächster Zeit werde ich auch ein bisschen auf dieses Compilation-Thema eingehen, dass wir uns das auch mal im Detail ein bisschen anschauen. Bis dahin sage ich ciao.